Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Flo und ich gehe mit dem Metalldetektor hier mit euch zusammen auf Schatzsuche. In der letzten Folge konnten wir quasi auf dem Nachbarfeld ja eine richtig fette Münzrunde hinlegen. Da kamen zum Schluss Münze nach Münze, unglaublich. Und jetzt sind wir auf dem Feld gegenüber und ich bin gespannt, was hier kommt. In der Vergangenheit konnten wir hier auch schon ordentlich Relikte und Münzen abräumen. Ihr seid dabei. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster detektor-shop.de. Wenn ihr irgendwas für die Schatzsuche braucht, dann schaut da mal vorbei. Einen Rabattcode gibt es auch noch in der Videobeschreibung. Und wir starten ins nächste Abenteuer. (9091er) Signal hier gleich zu Beginn. Daneben kommt allerdings gleich ein Eisensignal. Der Boden ist hier ziemlich hart. Gucken wir mal, ob wir da rankommen. Oh. Ja, hier sind die landwirtschaftlichen Geräte rübergefahren bei der Ernte. Man merkt, dass der Boden ist richtig verfestigt. Okay, wir haben es draußen. Oh, es ist eine Mutti. Der erste Fund ist eine Mutti. Super oberflächlich, 85er Signal hier. Och nö. Oh, es ist Blei. Es ist Blei. Ah, super. 87er wieder. Ah, es ist windig. Okay, wir haben es auch draußen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Lass es doch die erste Münze sein. Ja, es ist rund. Es ist rund und Münze oder Knopf? Was ist es? Was bist du? Was bist du? Es ist eine Münze. Sie ist allerdings nicht mehr ganz so toll erhalten, aber ich glaube, wir können noch sehen, um was es sich da handelt. Hallo zum ersten Münzfund dieses Suchtages. Wir gucken auch diesmal nur schnell auf die Vorderseite drauf, denn diese Münze ist leider nicht mehr so gut erhalten. Es handelt sich hier um ein Pfennigstück aus dem Jahr 1842 und dann machen wir schnell weiter, denn diese Folge ist voll mit Funden. Ja, es ist eine kleine Plombe. Leider erkennt man da gar nichts mehr drauf. Man sieht nur noch die Plombenform. Wieder ein 85er Signal. Ich glaube, da kommen wir auch schon mit dem Pinpointer ran. Oh, es ist die nächste Münze. Pff, oh, fliegt mir hier der ganze Sand ins Gesicht. Oder? Ist es eine Münze? Ja. Ich glaube, oder ja, es ist eine Münze. Aber was ist es? Ja, es
könnte eine Pfennig-Scheidemünze sein. Na, ich glaube leider auch nicht mehr so gut erhalten. Ich versuche sie mal zu reinigen und falls wir da drauf noch was erkennen, dann gucken wir sie uns an. Ansonsten machen wir weiter. Die nächste Münze teilt das gleiche Schicksal wie die am Anfang. Wir gucken nur auf die Vorderseite, denn die Rückseite ist auch bei dieser Münze leider blank. Und wie ihr sehen könnt, auch die Vorderseite schaut nicht mehr so gut aus. Es handelt sich hier um eine Pfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1717, meine ich da noch entziffern zu können. Machen wir schnell weiter mit dem nächsten Fund. Wir konnten die nächste Münze finden. Jetzt geht es hier tatsächlich auch auf dieser Fläche scheinbar Schlag auf Schlag. Allerdings ist sie leider so extrem prägeschwach, dass man da nicht mehr viel drauf erkennen wird. Hinten sieht man noch so ganz leicht das Herrschermonogramm. Könnte Georg V. sein, vielleicht ein Pfennig. Aber machen wir weiter und gucken, was noch passiert. Wie schön, oder? Ein kleiner, toll erhaltener Fingerhut. Ich würde fast sagen, das ist ein Kinderfingerhut bei der Größe. Ja, ein schöner Fund hier. Das ploppte gerade aus dem Loch raus. Rund und riesig. Ist es ein Knopf oder ist es eine Münze? Das ist jetzt die Frage. Oh nein, es ist eine Münze. Aber was ist es? Oh, ich glaube, man kann noch was drauf erkennen. Ich will da jetzt auch auf dem Feld nicht zu doll rüberwischen. Wir gucken uns die wahrscheinlich gleich mal im Studio an, wenn sie was wird. Wahnsinn. Die nächste Münze ist es leider nicht, sondern es hat sich als Wertmarke herausgestellt. Sie ist leider auch nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Wir gucken mal drauf. Und so eine Wertmarke oder auch als Jeton bezeichnet ist im Endeffekt privates Ersatzgeld für eine Ware oder eine Dienstleistung. Die kamen im 19. Jahrhundert in Gebrauch und sind es teilweise in manchen Ländern tatsächlich auch noch heutzutage. Hier eine Wertmarke, die wir finden konnten. Und dann machen wir weiter mit den nächsten Funden. Das nächste 71er Signal. Der doofe Wind. Fliegt mir hier wieder der Deckel vom Kopf fast. Ja, schauen wir mal, was das ist hier. Die 71. Hä? Das ist es? Was bist du denn hier wieder für ein Teil? Irgendein Klumpen Müll. Scheiße. Mann! Ja, wir haben die nächste Münze finden können. Ich glaube, es müsste sich um einen Pfennig aus dem Königreich Hannover handeln. Es ist auch wieder Kruste drauf. Ich gucke mal, ob ich sie abbekomme und dann sehen wir uns sonst gleich im Studio. Nächste Münze. Läuft heute wieder. Die erste Münze, die wir finden konnten, die wir uns heute mal von beiden Seiten anschauen wollen. Ich stelle sie euch schon einmal hin. Wie ihr seht, handelt es sich dabei wieder um einen Pfennig, diesmal aus dem Jahr 1837, und dann drehe ich ihn euch auch noch einmal um. Da können wir nämlich diesmal erkennen, woher dieser Pfennig stammt, nämlich hier in diesem Fall aus dem Königreich Hannover. Und wenn dir die Folge gefällt, dann jetzt doch gerne schon mal ein Like da lassen und wir machen weiter mit den nächsten Funden. Ja, 72, 73. Ich dachte gerade noch, hole ich euch dazu oder nicht. Ist es vielleicht Blei? Aber ich glaube, wir machen das doch mal zusammen. Oh, ist der Boden fest, ey. Oh. Staubtrocken, echt. Okay, aber wir sollen es tatsächlich hier schon draußen haben. Ja, ist es eine Musketenkugel? Nee. Ja. Es ist doch ein Stück Blei.
in Form eines Hakens oder was auch immer das sein soll. Naja. Ja, der nächste kleine Coinball, den wir hier finden konnten. Die Münze scheint mir auch schon, jedenfalls so vom Aussehen, ein bisschen älter zu sein. Wobei, wartet mal, erkennt man da schon was drauf? Ich glaube, es ist auch wieder ein Pfennig tatsächlich. Ja, mal gucken, so ein bisschen Prägung hat sie noch. Also können wir uns vielleicht gleich einmal im Studio anschauen. Da habe ich euch die nächste Münze schon einmal hingestellt und diesmal wollen wir tatsächlich nur auf die Rückseite gucken, denn auf der Vorderseite werdet ihr leider nicht mehr viel erkennen können. Ich bin der Meinung, es könnte sich hier um einen Pfennig handeln und auf der Rückseite sehen wir hier das sächsische Wappen, also hier vielleicht einen Sachsenpfennig, den wir gefunden haben, leider auch in einem desolaten Zustand. Deshalb machen wir schnell weiter mit einem schönen Relikt. Ich habe den nächsten richtig schönen Fund gemacht, eine kleine Ösenschließe, also eine Art Bugverschluss. Können wir uns auch gleich mal im Studio zusammen anschauen, werde ich mal schön reinigen und konservieren. Richtig schönes Stück hier. Da haben wir das schöne kleine Relikt liegen. Bevor wir darauf gucken, blende ich euch aber einmal kurz ein Bild aus meiner Literatur ein, wo wir mal so ein komplettes Ösen-Schließen-Paar sehen. Der eine Teil war dann am Bucheinband befestigt und der Teil hier mit der Öse war angenietet an ein kleines Lederbändchen, was man dann um das Buch rumspannen konnte zum Verschließen. Und dann können wir mal auf das Fundstück raufschauen. Und zwar wurden für Familienbibeln ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eine neue Art von Buchschließen in gegossener Ausführung entwickelt. Und diese halbplastischen Darstellung von biblischen, floralen und aktuellen barocken Ornamenten verlieh diesen Schließen ein sehr prunkvolles Aussehen. Das hat natürlich auch in diesem Fall nochmal den Wert dieser Bibeln dann gesteigert. Also hier ein schönes kleines Fundstück mit doch einer großen Geschichte dahinter, wenn man so will. Und dann machen wir weiter. Soll nicht der letzte Fund für diesen Tag gewesen sein. Ich habe hier ein ganz oberflächliches 85er Signal. Da wollen wir mal schauen, was das ist. Oh, 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 Leute. Oh. Boah. Wir haben die erste Silbermünze und meine Fresse ist die schön. Oh, so schön erhalten. Ja, komplett Wahnsinnsmünze. Gucken wir uns auf jeden Fall gleich im Studio an. Oh, der Wahnsinn, der Hammer, geil. Da konnten wir die erste Silbermünze an diesem Tag ergattern und gleich ein richtig schönes Stück. Wir gucken drauf. Es handelt sich, wie ihr sehen könnt, um 24 Einentaler, also 24 dieser Münzen hätten einen ganzen Taler ergeben. Geprägt wurde die Münze im Jahr 1815 und da drehe ich sie euch einmal um. Da sehen wir nämlich, woher diese Münze stammt und auch der Herrscher steht hier in der Umschrift verewigt, nämlich da lesen wir Fridericus. Das steht für den Herrscher Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Wolfenbüttel. Ein richtig schöner Silbermünzenfund. Und dann machen wir weiter, denn es kommen noch mehr Münzen. Oh, oh, oh nein, es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein.
Nicht schon wieder. Oh, es sind wieder Rentenpfennige. Die ganze Zeit stelle ich mir vor, dass ich hier schön was aus Gold finde. Und jetzt schon wieder der Herzinfarkt. Aber sieht auch gut aus. Können wir uns gleich anschauen im Studio. Und mal gucken, was noch weiteres kommt. Da habe ich euch die Münze schon einmal hingestellt und jedes Mal, wenn ich diese Art von Münzen finde, kriege ich einen kleinen Herzinfarkt, denn ich fühle mich da immer so zurückversetzt in die Zeit, wo ich meinen Goldschatzfund machen konnte. Und jedes Mal habe ich wieder die Hoffnung Gold, aber nein, es sind leider nur Münzen aus Aluminium, Bronze, kommen aber immer auch dann mit so einem Goldschimmer zum Vorschein in der Erde. Wir gucken drauf, es handelt sich hier um ein 10-Reichspfennigstück, wie gesagt aus Aluminium, Bronze, aus der Zeit der Weimarer Republik. Und dann drehe ich sie euch einmal um. Da können wir nämlich zum einen das Prägejahr lesen, nämlich in diesem Fall geprägt im Jahr 1925. Und auch den Buchstaben für den Prägeort erkennen wir, nämlich ein E. Und das steht für Muldenhütten. Das ist mittlerweile ein Ortsteil von Freiberg. Und dort wurden tatsächlich etwa 7,5% der Münzen im Deutschen Reich geprägt. Nochmal hier ein ganz interessanter Fakt und ich kannte diese Prägestätte tatsächlich gar nicht, also habe ich auch noch mal was dazu gelernt. Nicht die letzte Münze, machen wir weiter. Ein irres Signal. Ganz oberflächliche 85, 86. Ich bin gespannt. Nein. Es ist wieder eine Plombe und wieder erkennt man nichts mehr drauf. Also im Endeffekt ein Stück Blei. Scheiße. Ach. Wir haben die nächste Münze, also es geht freudig weiter. Sie ist allerdings stellenweise verkrustet. Man kann aber, glaube ich, noch erkennen, um was es sich handelt. Also vielleicht schauen wir uns die auch gleich mal im Studio an. Die nächste Münze, die wir uns anschauen wollen, ist leider auch nicht mehr so toll erhalten. Wir gucken nun mal schnell drauf. Es müsste sich hier um eine Pfennig-Scheidemünze handeln. Das Datum kann man leider aufgrund der Prägeschwäche und dem Zustand der Münze nicht mehr erkennen. Ich drehe sie euch einmal nochmal um, denn da sehen wir noch das Herrschermonogramm und ich glaube, dass es sich hierbei um eine Münze von König Georg IV. Handeln müsste, von 1820 bis 1830 geprägt, wenn ich da richtig liege. Ja, keine schöne Münze mehr, aber auch das ist nicht die letzte Münze. Weiter geht's. Uiuiui. 90er Signal hier. Auch ziemlich oberflächlich. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Oh, es ist rund. Es ist die nächste Münze, ey. Ich fass es nicht. Ja, da kann man auch noch was drauf sehen. Oh, geil, ey. Der Hammer. Die nächste Münze, auf der wir auch noch ein bisschen was erkennen. Wir gucken drauf. Es handelt sich hier auch um eine Pfennig-Scheidemünze. Diesmal etwas älter, nämlich aus dem Jahr 1772. Und dann drehe ich euch die Münze noch einmal um. Da können wir nämlich noch das Herrschermonogramm so einigermaßen erkennen. Ich meine, es müsste sich hier um den Herrscher Georg III. Handeln. Dann werden die Münzen geprägt von 1760 bis 1820 und dann machen wir weiter mit meinem nächsten Herzinfarkt. Feines 83er Signal hier. Man kann noch nicht so genau sagen, wo es ist. Okay, jetzt haben wir es draußen.
Irgendwo hier vorne. Hä? Oha, was ist das denn? Was ist das? Was ist es? Ich fürchte, es wird wieder ein großes, massives Stück Blei sein tatsächlich. Es fühlt sich nämlich schon so an. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie was verziert sein wird, ehrlich gesagt. Es scheint mir nicht so zu sein. Ne? Das ist einfach nur ein großes Stück Blei. Ich werde zu Hause trotzdem noch mal natürlich säubern, um zu gucken, aber ja, scheiße. Ich kann es nicht genau erkennen. Ich glaube, es ist ein 84er Signal hier. Ich glaube, da kommen wir mit dem Pinpointer ran. Oh, es ist rund. Es ist rund. Ist es eine Münze oder ein Knopf? Nee, ich glaube diesmal, ja, diesmal ist es ein Knopf. Schade. Ein Knöpfchen ohne Öse. Ohne Ose. Andersrum. Ja, ein Knopf ohne Öse. Der nächste Goldschock. Wieder einmal, muss man sagen. Schon das zweite Mal heute. Wir haben die nächste Münze gefunden. Das ist natürlich kein Gold. Gucken wir uns im Studio an und mal schauen, was noch so kommt. Wieder Goldglanz im Studio und leider ist es wieder Aluminium-Bronze. Ich hätte mich ja über Gold gefreut an diesem Tag. Das war mir leider nicht vergönnt. 5 Rentenpfennig sind es diesmal, die wir hier finden konnten, wieder aus der Weimarer Republik. Dann drehe ich sie euch auch noch einmal um. Da sehen wir, wann diese Münze geprägt wurde, nämlich 1924. Und auch den Buchstaben für den Prägeort können wir erkennen. Ein A, das steht für Berlin. Und dann machen wir weiter, denn auch das soll nicht die letzte Münze gewesen sein. So, ich habe hier vorne im Aushub ein 86er Signal noch mal irgendwo drinne. Wo? Ah, da muss es irgendwo sein. Mein Güte, ist das tief abgesunken. Oh, ich sehe eine runde Kante. Und? Ja, es ist eine Münze auf jeden Fall. Ja, ein bisschen prägeschwach ist sie. Aber man kann auf jeden Fall noch sehen, was es ist. Gucken wir uns gleich an. Nächste Münze. Das ist, ich glaube, auch schon Münze Nummer 15 oder so. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie 15? Derjenige, der Strichliste geführt hat hier während dieser Folge. Aber das kläre ich dann zum Schluss noch einmal auf. Da habe ich euch die nächste Münze hingestellt und ich war zuerst gar nicht sicher, ob ich sie euch überhaupt zeigen soll, denn sie ist sehr, sehr prägeschwach. Deshalb gucken wir auch nun mal auf die Vorderseite drauf. Ich glaube, es handelt sich hier um einen Pfennig aus dem Jahr 1837 und auf der Rückseite meine ich noch so ganz, ganz leicht ein Wappen erkennen zu können. Ich glaube, der Pfennig stammt hier aus dem Königreich Hannover. Und dann machen wir weiter mit einem Fund, wo ich zuerst dachte, jetzt geht es aber hier schnell in Richtung Mittelalter. Es ist der Wahnsinn, Leute. Wir haben die nächste Münze gefunden und ich meine, es müsste vielleicht eine mittelalterliche Kupfermünze sein oder eine frühneuzeitliche. Ich würde jetzt erstmal ins späte Mittelalter tendieren. Und hinten ist auf jeden Fall ein Kreuz abgebildet. Vorne weiß ich es noch nicht so genau. Es könnte ein Wappenschild sein oder sowas in einem Dreipass oder so. Eine relativ große Kupfermünze. Ich mache sie mal vorsichtig sauber und dann schauen wir sie uns gleich an. Ein Wahnsinnsfund nochmal hier. Boah, da fängt man gleich an zu zittern. Adrenalin, richtig geil.
Der nächste Fund hat mich hier ganz schön veräppelt, gute 500 Jahre nach seiner Produktion. Wir gucken mal erstmal auf die Vorderseite drauf. Im ersten Anschein sieht es natürlich aus wie eine Münze. Wir sehen dort ein Wappenschild mit 3 Fleur de Lis und ich war dann schon bei der Recherche so schlau, habe so in Richtung Frankreich geguckt und habe eine Münze gefunden, und zwar eine Goldmünze, eine königlich französische Goldmünze, die allerdings über diesem Schild noch eine Krone trug. Und über Umwege bin ich dann tatsächlich darauf gestoßen, um was es sich hier eigentlich handelt. Und zwar lesen wir dort auch noch in der Umschrift Ave Maria Grazia. Und es handelt sich hier tatsächlich um keine Münze, sondern um einen Rechenpfennig, der in Anlehnung an diese königlichen französischen Münzen hergestellt wurde. Also eine Münze zum Rechnen auf einem Rechenbrett oder Rechentisch. Ich drehe sie euch auch noch mal einmal um. Da seht ihr das Kreuz, was ich auf dem Feld schon erwähnt hatte, in einem Vierpass. Ein schöner Fund. Ja, leider keine Münze aus dem Mittelalter, aber trotzdem alt, denn im 15. Jahrhundert wurde dieser Rechenpfennig vermutlich hergestellt, also auch ausgehendes Mittelalter, frühe Neuzeit. Bin ich mit zufrieden und soll nicht der letzte Fund sein. Machen wir weiter. Ich habe heute nicht so viel live gefilmt, denn zum einen war es sehr windig und zum anderen ist der Boden einfach so steinhart, dass ich teilweise echt gebraucht habe, um in den Boden zu kommen. Jetzt haben wir hier nochmal einen 81er, das wollen wir nochmal zusammen machen. Oh, wir haben es auch schon draußen. Oh, auch nochmal schön, ein Relikt. Wir haben ein kleines Bechergewicht hier gefunden. Sehr schön. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Da haben wir das nächste Fundstück und wir gucken auch nun mal schnell drauf. Ich habe es auch nur grob gereinigt. Viele von euch werden es kennen. Es handelt sich um ein Bechergewicht oder auch als vormetrisches Einsatzgewicht bezeichnet und lässt sich eigentlich überall dort finden, wo irgendwie was gehandelt wurde oder abgewogen werden musste. Also machen wir weiter, denn auch das war nicht der letzte Fund. Und wer mitgezählt hat, es fehlen doch irgendwie noch ein paar Münzen. Zu geil. Neben mir, werdet ihr nicht sehen können, ja, spielen gerade 3 Feldhasen fangen. Mal gucken, wenn die so weitermachen, dann laufen sie vielleicht noch mal vor der Kamera längs. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall das nächste Signal. Ein 87er. Gucken wir noch mal mit dem Pinpointer nach. Die Sonne steht langsam auch schon ganz schön tief. Oh. Es ist auf jeden Fall die nächste Münze. So viel kann ich sagen. Aber was es für eine ist, ja, kann man, glaube ich, leider nicht mehr erkennen. Oh Mann. Jetzt sind es nur noch 2 Hasen, dem einen scheint schon die Puste ausgegangen zu sein. Ist immer toll, sowas zu erleben, finde ich, auf den Flächen hier. Die Tiere, Rehe schon gesehen heute, Feldhasen die ganze Zeit hier, Schmetterlinge, einfach schön. Tolles Wetter. Wer mitgezählt hat, dem wird nicht entgangen sein. Mensch, da fehlen noch einige Münzen. Hier haben wir sie stehen, 5 Stück an der Zahl, aber alles leider Münzleichen, auf denen man nichts mehr erkennt. Ganz außen könnte es sich vielleicht um einen Schärf oder einen Flitter handeln, aber das ist jetzt einfach nur spekuliert aufgrund der Größe. Aber insgesamt, was dort als Anzahl an Münzen von diesem Feld kommt, wirklich beachtlich. Ich bin gespannt, was zukünftige Abenteuer da vielleicht bringen werden. Also falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lass doch gerne mal ein Abo da. Auch gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Hier verlinke ich dir 2 weitere Videos. Wenn du sie nicht kennst, dann schau da doch auch gerne rein. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de, wenn du was für die Schatzsuche brauchst. Dann ist auch nochmal, wie gesagt, ein Rabattcode unten in der Videobeschreibung versteckt.
Ich sage danke fürs Ansehen, bis zum nächsten Abenteuer. Macht's gut.